Alice Sarah Ott, herzlichen Dank, dass du dieses Interview zugesagt hast für uns. Ich freue mich. Wir wollen jetzt mal ein bisschen in deiner Kindheit danach stöbern, wie dein erster Kontakt mit dem Instrument Klavier, wie muss ich mir das vorstellen, wie lief das ab? Mein erster Kontakt, glaube ich, war schon als Baby gewesen, da wir einen Flügel zu Hause hatten. Aber das erste bewusste Erlebnis war mit 3 Jahren, als meine Eltern mich zu einem Konzert mitgenommen haben und ich damals so begeistert oder fasziniert von der Musik gewesen bin, dass ich dasselbe machen wollte. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, dass ich unbedingt Pianistin werden möchte. Und dann wollte sie das erst nicht. Und dann haben wir ein Jahr lang ungefähr gestritten. Und dann mit 4 Jahren habe ich meinen ersten Klavierunterricht bekommen. Und es war dann der Anfang von allem gewesen. Sie war tatsächlich dagegen erstmal. Sie wollte, glaube ich, dass ihre Kinder normal werden. Also sie war selber Musikerin. Und Sie kannte so ein bisschen die Nachteile auch. sie kannte auch ein bisschen den Nachteil. Sie kannte meinen Charakter sehr gut. Und ich glaube, sie wollte einfach, dass sie war der Meinung gewesen, dass Kindern immer alle Türen noch offen stehen und dass ihnen alle Möglichkeiten gegeben sind. Und sie wollte einfach nicht, dass wir einfach elternbedingt, also wir bedeutet meine Schwester und ich, sie ist genauso Pianistin, also dass wir uns halt elternbedingt auf etwas festsetzen. Und dann hast du den üblichen Werdegang so genommen, vielleicht so Wettbewerbe und... Ich habe als kleines Kind an einigen Wettbewerben teilgenommen, aber einfach nur deswegen, weil ich erstmal ein Repertoire erarbeiten konnte und dann war es eine tolle Möglichkeit gewesen, vor Menschen zu spielen. Und als ich dann 16, 17 wurde und in das Alter kam, wo ich wirklich an den großen internationalen Wettbewerben teilnehmen konnte, haben mein Lehrer und ich ein längeres Gespräch miteinander gehabt und dann habe ich mich dazu entschieden, nicht den üblichen Weg zu gehen, sondern mich einfach erstmal auf die Konzerte und auf das Repertoire, das ich spielen wollte, zu konzentrieren. Wie eine Frage nach den prägendsten und ja doch eigentlich die prägendsten Begegnungen in deiner Karriere. Also erstmal Salzburg, kann ich mir vorstellen. Ja, Salzburg, also auf jeden Fall das Treffen mit Professor Kämmerling war eins der prägendsten Erlebnisse in meinem Leben gewesen, zumal ich wirklich lange mit ihm studiert habe, 8 Jahre lang. Und er hat mich in der wichtigsten Zeit für mich geprägt. Das war die Zeit, wo man sich nicht nur körperlich, sondern auch als Mensch am meisten entwickelt, denke ich. Und da war er sehr, sehr präsent gewesen. Und dann war danach, ich meine, musikalisch ist jede Begegnung für mich prägend. Jetzt könnte ich nicht wirklich eine herauskristallisieren. Könnte ich gar nicht. Die Begegnung mit dem Manager ist natürlich auch eine wichtige Begegnung. Aber bei den Musikern kann ich das wirklich jetzt nicht auf 1, 2 Menschen reduzieren, weil das ist jede einzelne Begegnung ist wirklich sehr speziell und sehr intim und sehr besonders und prägend vor allem auch. So, und jetzt Sprung zum Konzert. Ich frage mich so als Laie, wo holt man als Künstlerin, wenn man wirklich so sehr häufig auftritt und du bist in der Welt unterwegs, überall im Prinzip, wo holt man die Kraft für ein Konzert her und wie kriegt man es fertig, zwischendurch wieder runterzukommen? Wie entspannst du dich zum Beispiel? Die Kraft nehme ich von meinem Umfeld. Das ist das Publikum, das sind die Menschen, die um mich herum sind. Das ist meine Familie und meine Freunde. Und die Musik selbst. Also das alles gibt mir genug Motivation und Inspiration eigentlich. Wie komme ich... Also mir ist der Moment, in dem ich die Hoteltür hinter mir zuschließe oder hinter mir verschließe, ist mir sehr, sehr wichtig, weil das ist der Moment, wo ich wieder runterkomme, zu mir selbst komme und wo die ganze Euphorie und vom Konzert weg ist. Und da bin ich nur ich selbst mit all meinen Macken und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil das ist der Moment, der mir zeigt, ich bin auch nur ein Mensch mit allen Macken und Stärken. Du spielst gern barfuß.
Ich spiele gerne barfuß, ja. Das fällt mir jetzt bei der Gelegenheit so ein, weil du gerade von Macken, das ist ja keine Macke, das ist etwas, was glaube ich auch sehr gut ankommt. Also wenn man mal Kommentare so bei YouTube sich anguckt, das ist so, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das überhaupt aufgenommen wird, weil ich meine, so ein YouTube-Kommentare lesen ist nicht so wirklich mein Ding, aber nicht wirklich so mein Ding, weil ich schaue mir nicht meine eigenen Videos an. Aber ja, das Barfußspielen hat eigentlich überhaupt keinen kommerziellen Hintergrund, wie manche so denken. Den hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Es könnte alles sein. Ich meine, das wäre jetzt auch nichts, denke ich mal, nicht Schlimmes. Aber es hat wirklich bei mir keinen kommerziellen Hintergrund, weil ich habe mal vor 3 Jahren war das gewesen, habe ich auf einem alten Instrument in Deutschland gespielt, in der Nähe von Erfurt, auf dem auch Liszt gespielt hat. Und bis dato trug ich immer so hohe High Heels und dann kam ich auch so zur Probe und merkte, dass ich meine Knie eigentlich nicht unter die Tastatur schieben konnte, da der Flügel sehr niedrig war. Und dann hatte ich natürlich keine andere Wahl, als meine Schuhe auszuziehen und ich hatte kein extra Paar Schuhe dabei gehabt und deswegen spielte ich auch das Konzert barfuß und ich habe mich halt sehr wohl damit gefühlt und zu Hause laufe ich auch immer barfuß rum, sogar im Sommer manchmal draußen. Wenn es geht, versuche ich wirklich Schuhe zu vermeiden, weil ich mag es einfach sehr gerne, barfuß rumzulaufen und ja, und dadurch dachte ich, okay, gut, wieso nicht auf der Bühne? Ich meine, das Wichtigste auf der Bühne ist, dass man sich sehr wohl fühlt oder generell im Konzertsaal. Ich würde mich sogar freuen, wenn das Publikum barfuß kommen würde. Mich würde das überhaupt nicht stören. Und ja, und deswegen dachte ich, okay, ich trage sowieso ein langes Kleid, dann fällt es vielleicht nicht jedem auf. Und so kam es dazu. Erklär doch mal bitte einem musikalisch völlig talentfreien Menschen, wie mir zum Beispiel, wie man es schaffen kann, so komplette Stücke ohne Noten aus dem Kopf zu spielen. Ich glaube, das ist das Gleiche, wie wenn man jetzt einen Theaterschauspieler fragen würde, wie er es schafft, seine ganze Rolle auswendig zu lernen. Ja, das ist etwas, was man, glaube ich, automatisch verinnerlicht. Und es sieht immer total schwer aus, aber ist es eigentlich letztendlich gar nicht. Die wahre Herausforderung ist nicht, die ganzen Noten auswendig zu lernen, sondern die Musik so zu interpretieren, dass es überzeugend ist und dass es mehr oder weniger wirklich komponistengetreu ist. Aber das kommt einfach mit der Zeit. Das kommt einfach mit der Zeit und ich habe mir eigentlich auch noch nie wirklich groß darüber Gedanken gemacht. Ich glaube, jeder hat seine eigenen Methoden, Sachen auswendig zu lernen, aber das ist wirklich nicht das Schwerste. Ich finde es faszinierend. Lass mir noch so ein kleines Geheimnis darum. Ich finde es faszinierend. Ich meine, es ist wirklich das Gleiche wie die Theaterschauspieler. Ja, okay. Aber ich glaube, wenn man Theaterschauspieler fragt, da sagen die sicherlich dasselbe, dass das nicht das Schwerste ist und dass es nicht die wahre Herausforderung ist. Und wie nähert man sich jetzt so einem Stück zum Beispiel? Kommen wir auf dein fünftes und neuestes Album Mussorgsky und Schubert sind auf diesem Album, das heißt Pictures. Ist live aufgenommen in St. Petersburg vor russischem Publikum. Stelle ich mir nicht ganz einfach vor. Und also gut, wie näherst du dich so einem Stoff oder so einem Buch, sagt man ja bei Notenlauf, ne? Jetzt reden wir gerade über Mussorgsky, nicht wahr? Mussorgsky, mit Mussorgsky verbinde ich eigentlich eine sehr lange Beziehung. Als ich in die Klasse von Professor Kämmerling hineinkam, war ich 12 Jahre alt und damals waren sehr viele russische Studenten bei ihm und alle spielten dieses Stück und ich fand es damals schon faszinierend, nicht nur wie verschieden die das interpretierten, sondern auch wie sie nachher darüber diskutierten und wirklich hitzköpfige Diskussionen sich lieferten. Und ich wollte immer Teil dieser Diskussion sein. Ich fand das immer total spannend und ich dachte immer, da steckt so viel mehr dahinter als das, was ich gerade nur damals hörte. Und ich nahm mir damals vor, dass ich auch eines Tages dieses Stück lernen werde und selber meine Meinung dazu abgeben kann. Und ja, es ist ein Stück, das nicht nur ein harmloser Spaziergang durch eine Bildergalerie ist. Ich glaube, da steckt so viel politisches Zeitgeschehen dahinter und viel Gedanken und Bedenken von den Musikern damals, die sie hatten, aber nicht laut aussprechen durften. Und ich muss sagen, es ist ein Stück, das viel visueller als Musik ist, als die Originalsketches, die von Viktor Hartmann existieren. Und
ich glaube, ich könnte es 200, 300 Mal spielen und mich jedes Mal ins Neue hinein verlieben, weil es macht einfach sehr viel Spaß, das Stück zu spielen und ich entdecke immer wieder ganz neue Facetten und Charakterzüge und ich glaube, es ist nicht ohne Grund wirklich auch von Musikern aus anderen Genres aufgegriffen worden. Und wie viel Freiheit hat man jetzt als Künstler eigentlich der Ausgestaltung, der Interpretation, gerade in der Klassik? Man hat alle Freiheiten der Welt. Ich meine, ich glaube, es gibt nur eine Wahrheit in der Dann Musik. schreien die Kritiker. Ich glaube, ja gut, ich meine, die schreien so oder so, denke ich mal, aber ich finde, das ist wichtig. Ich finde, ein Künstler, ich glaube, wenn man als Künstler nur gute Kritiken bekommt oder nur schlechte Kritiken bekommt, ich weiß nicht, ob das schön ist. Stimmt auch irgendwas nicht. Nein, ich glaube, wenn es verschiedene Meinungen über einen gibt und wenn die Meinungen wirklich gespalten sind, das zeigt doch, dass einer wahrgenommen wird und dass einer mehr oder weniger ernst genommen wird. Ich weiß nicht, es gibt nur eine Wahrheit für mich in der Musik, aber es gibt Millionen Art und Weisen und Wege, sie zu formulieren, diese Wahrheit. Und deswegen haben wir alle Freiheiten. Wir haben alle Freiheiten. Ich meine, das ist letztendlich eine Frage des Geschmacks. Ja, Musik ist eine Kunstform. Definitiv, ne? Definitiv. Also viel mehr. Zum Schluss noch die Frage Schönheit. Findest du sie manchmal hinderlich oder... Es fing ja an mit Vanessa Mae, glaube ich. Ne? Es war so die erste, die so im Fähnchen im Wasser stand und Violine spielte. Du weißt, auf was ich hinaus will. Schönheit, wenn sie nur äußerlich ist auf jeden Fall ein Hindernis, weil sie ist vergänglich. Und das ist es nicht, worum es in der Musik geht. Punkt. Ja. Wir können uns natürlich noch hineinvertiefen. Muss nicht. Und ich wollte noch eine Frage stellen, doch zum Kulturkreis Japan und Kulturkreis Deutschland. Du hast ja deutsch-japanische Eltern und wie weit bist du im japanischen Kulturkreis zu Hause? Das ist eine schwierige Frage, weil ich nie in Japan gelebt habe. Ich bin in München geboren und aufgewachsen. Ich habe sehr viel Zeit in Japan verbracht in den letzten Jahren. Aber ich fühle mich fremd in Japan, ich fühle mich fremd in Deutschland. Und das wird immer so bleiben. Und deswegen habe ich mir wahrscheinlich auch die Musik ausgesucht, weil das ist eine Sprache, in der die Hautfarbe, die Religion und die Nationalität und die Mentalität keine Rolle spielt. Und es ist für mich schon sehr wichtig, mit den Grundsteinen der beiden Kulturen in Kontakt zu kommen und sie zu vertiefen. Und ich glaube, das hilft mir auch dabei, meine eigene Identität letztendlich zu finden. Aber für mich, ich glaube, meine Identität hängt nicht nur jetzt von den beiden Kulturen ab, sondern letztendlich hängt es davon ab, was man draus macht und was man dann selber ist. Sprichst du Japanisch? Ich spreche Japanisch, ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ja. Gut, dann bedanken wir uns an der Stelle ganz herzlich fürs Interview, Alice Sarah Ott, und viel, viel Erfolg weiterhin. Und herzlichen Dank nochmal. Vielen Dank, Dankeschön.